Hallo und herzlich willkommen bei MP Drive. Ich bin Marcel und wir haben heute einen Cupra Formentor VZ hier. So, wir gehen erstmal ums Auto rum. Das Auto ist in der Farbe Midnight Schwarz Metallic. Und ja, ausstattungsmäßig sind wir hier auch sehr gut dabei. Wir haben einmal die originalen Cupra-Felgen in 19 Zoll, Serienbereifung 245/40 ZR19. Und wir haben hier einmal die Brembo Bremsanlage. Ist tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man sehr, sehr viel bremst oder auch für den Rennstreckengebrauch. Sonst für die normale Alltagsnutzung würde ich tatsächlich eher die normale Cupra Bremse empfehlen, weil die ist auch sehr, sehr anfällig zum Beispiel für Quietschen. Sonst hier natürlich immer dabei unser Logo mit dem QR-Code. Wenn ihr uns da seht, gerne einmal scannen. Dann kommt ihr direkt auf unser YouTube-Kanal. So, dann gehen wir einmal rum. Hinten natürlich auch normale Bremse, nicht gelocht wie vorne. So, kommen wir zum Heck. Hier einmal die vierflutige Abgasanlage mit Klappe tatsächlich ab Werk. Hört man auch, wenn man das Auto dann einmal startet. Ist vom Sound her natürlich immer noch sehr dezent aufgrund von OPF und Co. Aber im Cupra-Modus kommen trotzdem ein paar sehr, sehr gute Knaller durch. Und ja, da hat man auf jeden Fall dann seinen Spaß damit. Anhängerkupplung seht ihr hier auch, ist einmal elektrisch über den Kofferraum ausfahrbar. Das können wir gerade eben mal machen. Heckklappe natürlich auch elektrisch hier mit dabei oder auch einmal mit der Fußsensorik. Das können wir dann einmal vorführen beim Schließen. Hier hätten wir dann die Anhängerkupplung. Einmal ziehen, dann dauert es einen kleinen Moment. So, einmal länger drücken, dann fährt schon raus. Einmal mit dem Kick nach oben kann man sie dann einrasten lassen. Mit einem dezenten Kick dann wieder einrasten. Kofferraum beim Formentor relativ klein gehalten tatsächlich. Also wer hier Kofferraum braucht bei so einem SUV, dann ist vielleicht eher der Ateca die bessere Wahl. So, wir probieren das einmal. Genau. Piepster und Heckklappe geht automatisch zu. Sehr, sehr gut, vor allem beim Einkaufen. Und genau, wir haben es auch gerade eben schon gesehen. Die dynamischen Blinker. Hier einmal der Schlüssel, auch sehr schön mit dieser Cupra Carbon-Optik in diesem Bronze-Look. Natürlich die dynamischen Blinker. Die Lichtleiste hat auch dann vor allem nachts eine Animation. Geht einmal hier außen rum. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dann schauen wir einmal auf die Rückbank. Hier auch sehr viel Platz. Leider hier natürlich sehr viel Hartplastik. Hier ist auch nichts ausgekleidet. Hier haben wir auch keine Ambientebeleuchtung. Aber hinten sitzen wir ja sowieso fast nie. Deswegen gehen wir dann gleich mal nach vorne. Davor aber gehen wir einmal ums Auto rum. So, dann gehen wir einmal rum, machen die Kofferraumhaube, die Motorhaube einmal auf, weil das ist ja das, worauf es hier ankommt. So, natürlich keine Haubendämpfer. So, wir haben hier einmal den VW EA888 Evo 4, also Ausbaustufe 4, 310 PS, 250 km/h. Ist er natürlich obligatorisch angegeben. Und 0 auf 100 haben wir hier die 4,9 Sekunden. Und natürlich Drehmoment 400 Newtonmeter. Motor ist natürlich auch sehr gut tunbar. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns mal rein, schauen uns mal den Innenraum noch ein bisschen an. Und dann fahren wir auch schon, weil darauf wollen wir uns natürlich heute konzentrieren. Auf die Autobahn, wo wir dann mal drauf gehen, da werden wir dann mal testen 0-100, 100-200. Vielleicht schaffen wir auch die 250 km/h Topspeed. Schauen wir einfach mal. Also wie schon gesagt, ausstattungsmäßig sind wir sehr, sehr gut dabei. Wir haben einmal das Panoramadach, elektrisch verstellbare Sitze, nur Fahrerseite tatsächlich mit Memory. Und hier natürlich wunderschönes Lenkrad mit den Cupra Satellitentasten. Hierüber kann man die Fahrmodi verstellen. Hier einmal anmachen
So, Display hat natürlich auch leider immer so ein paar Softwareprobleme. Aber ab Modelljahr 2024 wurde auch das ein bisschen ausgemerzt und bei den neueren, beim Facelift, da ist das Display natürlich dann deutlich besser. Wir haben hier auch einmal Beats Audiosystem mit Subwoofer in der Reserveradmulde. Und genau, so, dann machen wir ihn einmal an. So, schauen, das Piepsen auch wegbekommen. So, geht weg, genau. Auto ist jetzt noch ein bisschen kalt. Wir lassen jetzt noch ein bisschen warm laufen. Sonst von den Möglichkeiten hier, wir haben natürlich diese Ambientebeleuchtung, die geht einmal links rum, einmal hier in den Türen, hier und hier. Mal schauen, ob wir das so auch einmal sehen. So, Abblendlicht, genau. Dann sieht man schon, ist hier blau. Kann man auch sehr, sehr individuell einstellen. Jetzt ist momentan auf Drive Profile, bedeutet, wenn wir einmal hier in den Offroad-Modus, dann normal Komfort-Modus, Sport und natürlich Cupra. Da geht dann auch der Soundaktuator vorne an, sehr, sehr präsent. Ich bin eher so ein Fan davon im Sportmodus, da ist er dann nämlich aus. Cupra-Modus ist er schon sehr, sehr präsent. Genau, so wir blenden jetzt auch einmal den Sound von außen ein, dass ihr den einmal hört. So, ihr habt es gerade auch schon gehört, leider haben wir hier auch einen Softlimiter drin. Der blockiert leider so bis kurz vor 4000 Umdrehungen. Aber gut, das ist ja bei den meisten neuen Autos so. So, wir fahren einmal dann los. Kurz davor noch einmal das Panoramadach. Lässt sich natürlich auch öffnen und einmal schließen. Die Abdeckung geht natürlich elektrisch. Jetzt zum Beispiel beim Golf oder so geht es ja dann noch einmal per Hand. So. Wir sind auch schon im Cupra-Modus unterwegs. So, ihr hört sicherlich auch schon den Soundgenerator hier. Einmal noch mal kurz im Tunnel einen kleinen Soundcheck. So, Rückfahrkamera haben wir hier natürlich auch an Bord. 360 Grad wäre natürlich auch optional möglich. So. Ich hoffe, der Sound kommt relativ gut rüber über das Mikrofon. So, hier einmal dann noch für euch, in welchem Drive Profile wir uns momentan befinden. Sieht man auch hier oben rechts einmal an dem kleinen Logo. So, wir sind jetzt zurück auf der Landstraße in Richtung Autobahn. Kurz noch mal so ein paar Randdaten zum Fahrzeug. Leergewicht haben wir hier je nach Ausstattung ca. 1600 bis 1700 Kilo. Ist natürlich, ja, wenn man das jetzt vergleicht mit aktuellen Autos aus der neuen Zeit, immer noch relativ gering. Wenn man jetzt zum Beispiel mal so einen aktuellen BMW M5 dazu zieht, ist das hier natürlich ein Leichtgewicht dagegen. Angegeben ist er mit 7,7 kombiniert. Das ist natürlich sehr, sehr optimistisch. Im Normalfall ist man in der Stadt immer so bei ca. 12 Liter, kombiniert eher so bei 9 bis 10. Und wenn man ihn wirklich streichelt, dann kommt man eher so in die Richtung 8 Liter, 7 oder 8. Das ist dann wirklich schon eher mit 80 hinterm LKW. Tankinhalt haben wir hier 55 Liter, 5 Liter mehr, VAG-typisch wegen dem Allrad, bzw. dem 4Drive, wie es hier bei Cupra heißt. Ist natürlich ein Allrad mit der Haldex-Kupplung, bedeutet normalerweise sind wir hier im Vorderradantrieb unterwegs.
beziehungsweise als Fronttriebler. Und wenn das Auto merkt, okay, hinten ist ein bisschen Schlupf, dann zieht er die Hinterachse mit dazu. Manchmal merkt man es, dass er sie dann mit dazu schaltet, manchmal nicht, je nachdem, wie jetzt dann auch die Fahrsituation ist. Was wir natürlich hier auch haben, ist das DCC-Fahrwerk. Bedeutet, wenn wir hier einmal in Individual reingehen, in die Konfiguration, können wir das hier auch tatsächlich, ich glaube, es sind 15-stufig verstellen. Einmal ganz hart im Cupra-Modus. Komfort kommt man dann natürlich auch noch hier 3 Balken darüber hinaus, was normal im Komfortmodus, sage ich mal, ja, hinterlegt ist. Dann kann man hier natürlich noch verschiedene Sachen einstellen, wie den Motorsound, den Motor und auch den Allrad, Komfort und Sport. Wir gehen jetzt aber natürlich in den Cupra-Modus. Sind jetzt auch gleich auf der Autobahn und dann können wir mal schauen, was das Auto hier so bringt. So, was wir hier natürlich auch dabei haben, ist einmal der Segelmodus. Bedeutet, im Komfortmodus oder Eco-Modus, wenn man von Gas geht, nimmt er die Drehzahl raus. Kann man natürlich auch hier, ist immer so ein verstecktes Feature bei den Cupra-Modellen, im Individualmodus den Motor auf Eco stellen, weil normal haben wir hier keinen Eco-Modus. So, es ist freigegeben und dann schauen wir mal, was er so 100 auf 200 bringt. Von der Straßenlage natürlich sehr, sehr gut, vor allem im Cupra-Modus, wenn das Fahrwerk dann ein bisschen straffer ist. Und sonst von den Windgeräuschen her auch sehr, sehr angenehm. Wir sind jetzt auch hier bei 160 im 7. Gang bei ca. 3000 Drehungen. Also da ist wirklich sehr, sehr angenehmes Fahren. Im Cupra-Modus natürlich auch der Soundgenerator an. Da hört er sich natürlich immer, er will ein bisschen V8 sein. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist natürlich dann die Frage. Ich bin eher immer so ein Fan davon, den Aktuator dann auszuschalten. Hat man dann natürlich auch ein paar Kodiermöglichkeiten. Aber wenn man natürlich dann das Fahrzeug original lassen will, kommt man da leider nicht drum rum. Außer man geht dann in den Sportmodus. Aber da sind dann auch leider die Knaller aus dem Auspuff nicht so laut. Also die sind dann wirklich nur präsent im Cupra-Modus. Dann schauen wir mal. Die Autobahn ist heute leider nicht ganz so leer. Es ist wieder freigegeben. Dann gehen wir über einen längeren Tastendruck in den Cupra-Modus. Wir fahren hier einmal raus, dann können wir auch einmal einen Launch Control Start probieren. Gehen wir mal hier in ESC Sport rein, stellen uns einmal hier ran.
geht jetzt hier leicht bergab. Schauen wir mal, was er dann so bringt. So. 263 haben wir geschafft, war auch eher das Maximum. 250 ist ja angegeben, wenn wir dann noch die Tacho-Differenz ein bisschen mit einberechnen, kommen wir laut Tacho immer so auf 263, 265. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, vor allem für das Fahrzeug ist ja ein SUV, 310 PS. Und die hat er schon relativ leicht jetzt erreicht. Also vor allem jetzt, wo es jetzt ein bisschen bergab geht, natürlich ein bisschen schneller. Wo es jetzt leicht bergauf ging, da hat er natürlich dann nicht mehr wirklich so gut gedrückt. Aber trotzdem immer noch sehr, sehr gute Fahrleistung für das Auto. Und damit wären wir auch am Ende von unserem ersten Review angekommen. Ich hoffe, unser Review hat euch gefallen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare bei Fragen, Anmerkungen, Anregungen. Sonst lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!